Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Leonardo. Leonardo, woher kommst du? Das Mikrofon schön in den... Ich Nee. bin aus Graz, Österreich Ja? und habe auch meine Wurzeln hier in Bosnien Wow. und genau, bin mit einer Gruppe von Freunden aus Graz hier Die hier sind, die gerade bei San Giuseppe was kaufen, Süßigkeiten. Und wie oft bist du in Medjugorje gewesen so? gewesen. Also Male sicher 20 Mal, aber ich durfte auch mal für eine längere Zeit hier mitleben Wow. und in einer Gemeinschaft, genau. Cenacolo? Liebesflamme. Liebesflamme, fantastisch. Und das ist die Zukunft, oder? Liebesflamme. Wie heißt sie nochmal, die Frau aus Ungarn? Genau, Elisabeth Kindelmann. Ja? Kannst du ein bisschen Ja. erklären davon? Ja, es ist eine Spiritualität eben aus Ungarn, ist eine weltweite Bewegung jetzt, eine Laienbewegung. Und genau, also das Hauptding, das bekannteste ist der Liebesflammen-Rosenkranz. Ja? Und genau, Ist der wirklich so wovon- kraftvoll, wenn du betest? genau, also strömen viele Gnaden aus und genau ist auch bekannt dafür, dass viele Heilungen daraus entstehen und genau, das Stärkste ist die Verblendung Satans hinter den Botschaften, genau. Und ich glaube, die Mutter Gottes sagt ja in Medjugorje, wir sollen vom Herzen leben, Liebe leben, lieben. Ich bin schön, weil ich liebe, sagt sie den Kindern. Weil die Kinder fragen sie, warum bist du so schön? Weil ich liebe. Und ich glaube, die Liebe ist die Antwort, oder? Ja, Flamme. so schaut's aus, so Ja. schaut's aus. Die brennende Liebe. Ja, also für mich ist immer ein Erlebnis hier in Medjugorje. Ich Ja. bin seit klein auf hergekommen bei den Jugendwallfahrten mit der Traude Schröttner. Und es war immer ein Erlebnis. Wir waren immer zur Karwoche da und durfte auch viel persönliche Heilung und Erfahrungen spüren durch Wunden, die entstehen im Leben. Und Kannst du ein bisschen beschreiben und Leuten Hoffnung machen? ja, also bei mir war es so, dass bei mir ein bisschen die Vaterrolle im Leben gefehlt und ich hatte viele jüngere Geschwister und war der Älteste und im Endeffekt ist mir viel Verantwortung sozusagen aufgebürdet worden und diesen Halt dann im Leben, den ich eben nicht so hatte, den habe ich dann bei Gott gefunden und den habe ich dann, aber trotzdem hat dann immer wieder was gefehlt, aber die Jugendreisen, die Wallfahrten haben es noch einmal wirklich gestärkt und da kam dann die Heilung, da kam dann auch diese innerliche Vergebung mir gegenüber, meinem Vater gegenüber. Und ja, wie gesagt, war immer stark im Glauben, aber noch einmal in Medjugorje war dann noch einmal durch die Botschaft, durch diese Gemeinschaft bei der Wallfahrt, durch dieses Erlebnis hier und natürlich eben dann die Liebe Gottes, kam dann auch die richtige Heilung dann noch einmal, kam dann auch noch einmal wirklich, wo ich sagen konnte, okay, ich schaue weiter, ich gehe weiter, ich vergebe. Genau. Wow. Wenn du von Gott redest, viele Menschen im deutschsprachigen Raum denken, Gott der Vater ist ein alter Mann mit einem weißen Bart. Er war, dass wir Fehler machen und er ist happy, kann uns in die Hölle schicken. Und du hast einen ganz anderen Gott hier erfahren. Den wahren Gott. Ja, Erzähl von dem ein bisschen. genau, also vor allem interessant sind dann halt auch das Mladi Festival, wo dann halt wirklich so viele Nationen weltweit, so viele Sprachen vor Ort sind und dass einfach alle diesen Gott dann preisen und worshipen und voller Feuer und einfach nur Freude Enthusiasmus. sind, Enthusiasmus wollte ich sagen, danke. Genau, und da merkt man dann schon, dass auch Gott uns jungen Menschen auf jeden Fall auch und Hoffnung und Kraft gibt, wenn wir gerade nicht weiter wissen in einer Welt von Social Media, in einer Welt, wo wir vielleicht wenig halt von egal wo bekommen jetzt, ob es eben Menschliche Beziehung, den Eltern, genau, alle sind ja, beschäftigt. genau, ob es jetzt der Religionsunterricht ist oder irgendwo sind dann halt die Lücken an, wo man vielleicht Gott noch einmal sucht und sucht ihn, ihr werdet ihn finden, er ist da und ihr werdet die ganze Kraft aus ihm herausschöpfen und bleibt voller Kraft, bleibt weiterhin motiviert und motiviert eure Freunde rundherum, seid lebendiges Zeugnis. Du Genau und strahlst. ja, und
Glaubst du, dass das Strahlen auch davon kommt? Medjugorje geht's Definitiv. ja, erzähl. Also definitiv. Es ist wirklich, alles kommt von ihm, von Gott und auf ihre Fürsprache hin, auf die Mutter Gottes. Also nur daraus kommt wirkliche Freude und also so meistert man dann die Challenges im Leben durch die Unterstützung Gottes und nur aus ihm kommt wirkliche Freude und wirkliche Liebe und genau, Und man sagt, Medjugorje ist der Beichtstuhl der Welt. genau. Viele Leute haben Angst, zur Beichte zu gehen. Hast du das auch? Und was ist die Schönheit der Beichte? Es ist in einem Moment Demut da, gell? Also man muss sich schon klein machen, um diese Dinge zuzugeben, aber es befreit einfach, gell? Im selben Moment, wo man dies tut, ist dann irgendwie so eine Erleichterung, boah, okay, ich muss nicht mehr für mich behalten, gell? Er sorgt dafür, er übernimmt's. Also einfach zusammengefasst, aber da steckt vieles dahinter, gell? Heilige Beichte ist ein sehr wichtiges Sakrament, sehr befreiend und sehr heilend und stärkt unsere Beziehung zu Gott, würde ich sagen. Und dann sagt unser Glaube, wenn wir im Stand der Gnade sind, dann können wir zur Kommunion gehen, die Heilige Messe. So schaut's aus. Viele junge Leute, viele Menschen insgesamt wissen nicht mehr im deutschsprachigen Raum, was die Eucharistie ist, die Heilige Kommunion. Kannst du Ja. es ein bisschen für dich erklären? Die Eucharistie ist unser lebendiger Gott, Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament. Er ist Fleisch geworden, das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt. Jetzt haben wir Weihnachten gehabt. Er ist für uns am Kreuz gestorben, aber wieder auferstanden. Und wir feiern dies in der Heiligen Messe, jeden Tag, jedes Mal. Schön ist, wenn man es mal einmal im Monat probiert, um dies zu erleben, aber wirklich von den Geboten her auch. Und Meinst du einmal die Woche? Meinst du, oder? Pflicht ist Ja. dann auch einmal die Woche. Ich meine, wenn man so fern ist, wenn man es wirklich gar nicht mehr kennt, gell, probiert es, nehmt es euch einmal vor, aber das wird dann gesteigert, bis hin zu jeden Sonntag, bitte, gell? Bis hin zu jedem Tag. Bei mir ist eine Liebesaffäre. Also ich muss jeden So Tag schaut's aus. zur Kirche gehen, ja? Und wie Messe? gesagt, es ist halt sozusagen, du gehst fort in die Disco und dann machst du Party und feierst. Aber irgendwie bist danach halt so mit dem Hangover, hast den Kater und so, gell? Aber am Sonntag gehen wir zur richtigen Feier, gell? Weil du gesagt hast, unter der Woche haben wir auch Gottesdienste, aber am Sonntag ist halt noch einmal so die richtige Feier, gell? Und ich höre immer wieder, dass die wahre Liebe, das wahre Wissen, die wahre Kraft steckt in Gott, gell? Die ist dort. Und genau, die bringt mir keine Party, kein Fortgehen, keine Disco, sondern die Messfeier. Und ich bin ja auch Ministrant und es macht mir auch ganz Spaß, in der Nähe vom Altar zu sein oder den Lektorendienst auch ausüben zu dürfen. Und es ist eine schöne Erfahrung und prägt mich sehr, formt mich sehr. Ich darf darin reifen. Genau. Betest du den Rosenkranz? Ja, Warum? Junger Mann betet den Rosenkranz? also ich finde, immer wenn der Priester im Gottesdienst sagt, lass uns beten, wie der Herr uns zu beten gelernt hat, dann wird in mir so ein kleines Kind in mir wach, gell? Als Kind, wo ich so stolz war, ich lerne jetzt das Gebet, ich lerne und ich versuche das jedes Mal aufs Neue sozusagen zu verinnerlichen und zu leben, dass ich dankbar sein darf, das beten zu dürfen. Und dann ist jedes Ave Maria irgendwie so, okay, ja, ist schön, dass das funktioniert und dass es klappt. Und natürlich bringe ich meine Anliegen rein, gell? Natürlich bitte ich um Schutz und bitte, dass ich vor allem Gottes Wille an mir geschehen möge und in mir entfalten möge. Genau, und es ist auch wirklich verheißen und der Rosenkranz heilt, wirkt Wunder und ja, kann echt alle nur so motivieren, animieren. Die beste die beste Meditation Ja. in der ganzen Welt, besser als alles. Da ist er. Genauso ist es. Und es ist total männlich, einen Rosenkranz zu beten. Es ist So für schaut's uns aus. Männer. So Es ist eine schaut's Waffe, es ist wie Kreuzritter. Es ist heutzutage immer mehr, Ja. dass der Rosenkranz so stark anerkannt wird und vor allem für junge Menschen, Ja. junge erwachsene Menschen, dass es den Menschen Halt gibt und sie so einfach eine Struktur im Leben haben und Ja. so Halt im Leben haben. Genau. Sie müssen noch eine Meine kurze Gruppe, Frage, genau. genau die Gruppe. Ja. Kurze Frage. Der Lieblingsort für dich hier in Medjugorje? Der Lieblingsort? Ja, für dich persönlich? Der Lieblingsort in Medjugorje ist die Gemeinschaft, also wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da ist er mitten unter uns und ich durfte jetzt wirklich spüren, wie die Freunde um mich herum
mich so bereichert haben. Und natürlich waren wir beim Allerheiligsten. Das ist natürlich auch Lieblingsort. Dann kommt Lieblingsort auch Erscheinungsberg, Kreuzberg. Ja, Und genau, also, aber vor allem mit den Freunden, ja. fantastisch. Dann ich weiß, du musst gehen. Du hast gesagt, dein Wille geschehe. Warum ist das so wichtig? Bist Also du dann wichtig glücklicher, zufriedener, wenn dein Wille geschehe? Also Die Gottes Willen. Vicky Dodik hat vor kurzem erzählt, wir dürfen nicht Gott zu viel auch sozusagen immer nur erzählen und selber reden, sondern vielleicht auch mal hinhören. Vielleicht auch einmal ihn den Raum schaffen, gell? Und sagen, okay, Herr, was ist dein Wille? Und ihn dafür auch Platz machen, Raum. Und dann wird es schöner, dein Leben, friedvoller, bist du mehr im Flow. Genau, so schaut's aus. Ganz sicher? Übergeben, Ja. er soll das Lenkrad übernehmen, er soll das Steuer übernehmen und Die Lösung kommt von alleine, hast du auch gespürt, ne? genau, ja, also du nimmst es dann an, du nimmst Gottes Willen an und auch wenn es nicht immer einfach ist, aber Aber es ist besser, letztendlich. genau, die Bestätigung ist dann definitiv da. Und ja. die letzte Frage, was würdest du Leute sagen, warum mal nach Medjugorje kommen? Nach Medjugorje kommen, um aufzutanken im Glauben, um Gott neu kennenzulernen und die Liebe und Freude mit nach Hause zu bringen, die Anliegen, die zu Hause sind, Probleme sind und ja, es Also- geschehen Wunder. Es geschehen Wunder hier. Ja. Kommt her und erfahrt selbst, ne? So schaut's aus. Ganz lieben Dank, ja? Ja, danke dir, Tom.